Viele ansonsten wirklich schön gestaltete Anlagen verlieren ganz viel von ihrem Reiz, wenn die Augen, anstatt über harmonisch ausgestaltete Landschaften zu schweifen, plötzlich an der nackten Wand oder an der Holzvertafelung hinter der Anlage hängen bleiben. Ist die Hintergrundkulisse jedoch gut an die Anlage angepasst, so kann man fast das Gefühl bekommen, man stehe in seiner eigenen Modellbahnwelt oder sei Teil der kleinen Hallenwelt, die man gerade sieht. In diesem Video möchte ich euch nun zeigen, wie ich für unter 50 € pro laufenden Meter eine 8 Meter lange und 80 cm hohe Hintergrundkulisse gestaltet habe, die hoffentlich meine zukünftige Anlage perfekt nach hinten in den Hintergrund fortsetzt. Falls das euch immer noch zu teuer ist oder ihr euch nicht den Aufwand machen wollt, selbst eine Hintergrundkulisse zu gestalten, so möchte ich euch am Ende des Videos 3 weitere Optionen vorstellen, wie ihr entweder billiger oder einfacher ebenfalls zu einem schönen Abschluss eurer Anlage zur Wand hin gelangt. Bevor wir jedoch auf die eigentliche Gestaltung der Hintergrundkulisse zu sprechen kommen, möchte ich euch noch ein Rätsel aufgeben. Hier in diesem Video seht ihr ein Transformatorenhäuschen. Was denkt ihr? Wie viel Raum ist zwischen dem Transformatorenhäuschen und der hässlichen Ziegelwand meines Hobbykellers? Wie viele Zentimeter sind da dazwischen? Schätzt doch einfach einmal und schreibt es in die Kommentare. Die Auflösung gibt es nicht in diesem Video, sondern in meinem nächsten Video, das in einer Woche erscheint und in der ich über die Beleuchtung mit einem Tag- und Nachteffekt reden möchte, was ebenfalls sehr wichtig für das optische Erscheinungsbild einer Anlage ist. Das Video findet ihr in der Playlist, die ich versuche hier oben in einer Abspannkarte zu verlinken, beziehungsweise ihr findet den Link zu meiner Playlist dann auch in der Videobeschreibung. Doch nun zur Gestaltung der eigentlichen Hintergrundkulisse. Bevor ihr rausgeht und anfängt zu fotografieren, solltet ihr euch zumindest schon mal überlegen, wie denn die Hintergrundkulisse aussehen soll. Das heißt, wie soll einmal die Anlage aussehen oder wie sieht sie schon aus, wenn sie fertig ist und wie soll sich die Landschaft nach hinten für den Betrachter von der Anlage fortsetzen. In meinem Fall wollte ich eine liebliche Hügellandschaft, wie sie typisch ist hier für Niederbayern, mit einigen Häusern, die ein Dorf andeuten hinter dem Bahnhof. Falls es jetzt diese perfekte Hintergrundkulisse nicht als eine einzelne Aufnahme gibt, so muss man anfangen, die verschiedenen Elemente zusammenzustückeln, was ich auch hier gemacht habe. Das heißt, begonnen habe ich mit der eigentlichen Landschaft, die links und rechts von einem bewaldeten Hügel eingerahmt werden soll. Hier ist meiner Ansicht nach eigentlich nur wichtig, dass zumindest die Jahreszeit stimmt, dass man jetzt nicht ein Winterbild verwendet für seine Sommeranlage und auch die Lichtverhältnisse, dass die halbwegs passen. Wenn man es sonnig haben möchte, dass es auch wirklich hell ausgeleuchtet ist, die Szenerie, und dass die Perspektive halbwegs stimmt, dass man es nicht zu weit von unten oder oben fotografiert. Die Größe des Ausschnitts habe ich dabei so gewählt, dass die Bäume im Vordergrund halbwegs die Größe von H0-Bäumen haben, wobei das nicht so genau sein muss, weil Bäume sind ja auch sehr unterschiedlich hoch und da vergibt das Auge sehr viel. Andere Elemente im Hintergrund, wie beispielsweise Gebäude, haben dann automatisch schon gleich die passende Größe. Allerdings sollte man darauf achten, dass der Ausdruck dann nicht zu pixelig wird. Das heißt, man benötigt ausreichend Bildpunkte, gerade für ein langes Panorama. Und Panorama ist schon das richtige Stichwort. Also viele Kameras bieten die Möglichkeit, Panoramen aufzunehmen oder auch verschiedene Bildbearbeitungsprogramme bieten diese Möglichkeit. Das heißt, man macht viele Aufnahmen und setzt diese in der Kamera oder später in einem Computer zusammen und bekommt ein sehr großes Bild, was man dann auch groß ausdrucken kann und immer noch schön aussieht. Dann kam dazwischen die eigentliche liebliche Hügellandschaft, die ich mir gewünscht hatte. Schließlich habe ich einzelne Gebäude, die ich fotografiert habe, dazugefügt oder auch Ansichten einer Stadt, wie hier jetzt Nördlingen oder auch den Marktplatz von Kelheim und Niederbayern, bis die Hintergrundkulisse langsam die Form angenommen hat, wie ich sie mir vorgestellt habe. Gebäude im Vordergrund sollten nach Möglichkeit nur frontal aufgenommen werden und nicht von der Seite angeschnitten, weil sonst die Perspektive für das Auge sehr ungewohnt ist, vor allem wenn man sich ein bisschen an der Anlagenkante bewegt. Das ist auch der Grund, warum bei mir die Gebäude eher nur in der Mitte der Kulisse stehen und nicht links und rechts am Anlagenrand, wo man sich auch den Hintergrund von der Seite anschaut. Naturelemente und Bäume sind hier sehr viel weniger kritisch, weil das Auge hier mit der Perspektive nicht so Probleme bekommt. Natürlich sollte man gerade bei Gebäuden im Vordergrund darauf achten, dass deren Größe halbwegs zu dem gewählten Maßstab der Anlage passt.
Nachdem nun alle Elemente so platziert waren, wie ich es mir vorgestellt habe, und auch sonstige Spielereien abgeschlossen waren, habe ich das Bild zu einem Digitaldruck gegeben. Hier wurde die Hintergrundkulisse auf 5 mm starke PVC-Herzschirmplatten, sogenannte Thorax-Platten, gedruckt. Da maximal 3 Meter lange Platten möglich waren, habe ich das Bild in 3 Segmente aufgeteilt, wobei die Übergänge sichtbar sind, aber nicht zu sehr ins Auge fallen. Das Material ist ausreichend biegsam, um es an der Zimmerecke in eine schöne Rundung biegen zu können, auf der anderen Seite aber auch stabil genug, sodass ich es einfach nur mit doppelseitigem Klebeband direkt an die Wand geklebt habe. Damit kann ich nun, so hoffe ich zumindest, wenn meine Anlage mal fertig ist, in Ruhe die Anlage betrachten, ohne immer wieder durch unschöne Elemente wie Wand etc. im Hintergrund abgelenkt zu werden. Doch was ist, wenn euch die 350 €, die ich circa ausgegeben habe für die 8 Meter Hintergrundkulisse, inklusive Druck und Speditionstransport, zu teuer ist? Nun, dann gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr euch selbst Pinsel und Farben greift und die Wand hinter der Anlage als himmelblau streicht, vielleicht noch mit einem Schwamm und weißer Farbe leichte Schönwetterwölkchen auftupft, was auch schon viel besser wirkt als eine nackte Wand. Solltet ihr künstlerisch begabt sein, so könnt ihr wunderschöne Landschaften mit dem Pinsel zaubern. Eine andere Möglichkeit, wenn ihr weder malen noch fotografieren wollt, wäre auf fertige Produkte der Modellbahnindustrie zurückzugreifen. So gibt es zum Beispiel von Vollmer, Faller und Auhagen fertige Modellbahnhintergründe als Poster, die man ähnlich wie eine Tapete auf die Wand aufkleben kann. Dies ist eine einfache und auch recht günstige Alternative. Hat aber den Nachteil, dass natürlich das Bild nicht mehr individuell auf die Anlage angepasst werden kann. Als dritte und letzte Option, die ich heute nennen möchte, gibt es Profis, die den Prozess, so ähnlich wie ich ihn beschrieben habe, für euch übernehmen. Das wären zum Beispiel Jovi, Atelier Dietrich oder auch Modellbahning. Ich hoffe, ich konnte euch einige Anregungen geben, wie ihr den Anlagenhintergrund eurer Modellbahnanlage schön gestalten könnt. Falls euch mein Video gefallen hat und ihr gerne weiterverfolgen wollt, wie meine Traumanlage entsteht, so abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Besuche von euch in meinem Hobbykeller. Bis dann!